Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Legoland 2023 Vlog Hauls. Liebe Freunde, es ist der absolute Wahnsinn. Danke für eure lieben Kommentare, danke für eure lieben Worte. Wir müssen wirklich schauen, dass wir hier nicht durcheinander kommen, weil wir sehr viel im Legoland eingekauft haben. Es gab dort sehr coole Sachen. Rita ist gerade noch beim Sortieren der Figuren. Bist du schon fertig? Ich glaube schon. Ja, schauen wir uns vielleicht zuerst die Sets an, die wir am besagten Tag, dem 24. März 2023 aus dem Legoland mit nach Hause genommen haben. Und wir haben sehr, sehr schwer getragen am Nachhauseweg. Wir waren ja mit dem Zug dort und wie wir das Zeug alles nach Hause geschleppt haben, ich weiß gar nicht, wie das möglich war. Noch dazu einfach so lustig, weil uns dann ja in den Zügen und überall uns die Leute so angeschaut haben, weil wir halt beide, also auf beiden Händen die Sackerl getragen haben, überall groß Lego drauf. Naja. Könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen. Ja, gleich mal vorweg, ich bin ja mit der Einstellung hingegangen, ich kaufe mir Bruchtal, ich glaube, das habe ich auch vielen von euch erzählt, wir sind aber ohne Bruchtal nach Hause gekommen, es war ein bisschen eine crazy Story, es war ja relativ viel los im City Shop auch, wie gesagt, an diesem Familien- und Freundetag und wir haben dann das Set genommen, das war so in dem Überkarton drinnen und alles gut, ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind und dann bei der Kasse war auf einmal Razor Crest am Display und ich habe gesagt, so komisch. Lieber Freund, der junge Mann, der dort gearbeitet hat, du hast dich da vertan, das ist nicht die Razor Crest, das ist Bruchtal. Und es war wie gesagt in dem Überkarton und er so, nein, das ist die Razor Crest und ich so, ich will aber nicht die Razor Crest. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es war dann Bruchtal, jedenfalls zu dem Zeitpunkt ausverkauft und ich bekomme es ist reserviert für mich, aber wir konnten es nicht mit nach Hause nehmen. Also ich blende ein kleines Bild ein, das Set bekomme ich von Rita zum Geburtstag. Ist das nicht ein geiles Geburtstagsgeschenk? Wir haben das organisiert, weil reservieren geht ja mittlerweile, glaube ich, gar nicht mehr, dass man sich die Sets lassen kann. Das ging ja letztes Jahr noch, dieses Jahr nicht, aber wir bekommen das schon hin. Denn Christoph war so traurig, aber ja, egal. Was wir mitgenommen haben und was gut ist diese A-Frame-Karte. Ich habe mir dann andere Sets als Entschädigung mitnehmen müssen. Ziemlich spontan eigentlich. Wusste ich gar nicht, dass ich das haben möchte. Jetzt auf die Schnelle. Ja. Das Set mit der Nummer... Ja, die Setnummer ist eigentlich egal. 21338, die Finnhütte. Schönes Ideaset, kommt vielleicht in den Naturpark. Mir gefällt es. Ich habe zwar gedacht, ich warte mit dem Set noch ein bisschen, vielleicht bis es in den freien Handel kommt, aber dann hat es mich so gut angesehen. Es sind schöne Teile drin. Allein die Schmetterlinge sind richtig schön. Ja, es sind ein paar wirklich, wirklich coole Sachen dabei, die mir sehr gefallen. Also das werdet ihr demnächst mal bei uns sehen, wenn ihr wollt. Ja, und ein roter Vogel ist auch dabei. Es ist ein Traum. Ja. Richtig, ja. Was gibt's noch? Dann geht es weiter mit einem weiteren Einkauf für den Ninjago-Bereich, diesem Kastanienbaum hier. Ich glaube, das ist die Vorderseite. Habe ich mir gedacht. Heißt du nicht Money Tree? Nein. Oder Money Tree, ja. Ich weiß nicht, was das überhaupt für ein Baum ist. Ich habe jetzt Kastanienbaum gesagt. Irgendwer hat Money Tree dazu gesagt. Es sind auf jeden Fall ein paar coole Teile dabei, so Kürbisse in groß und auch ein paar bedruckte Fliesen, nettes Set. Dann hat sich Rita was gekauft. Ich habe mir zuerst gedacht, sie kauft es mir, aber sie hat dann gesagt nein und hat abgewunken. Bin schon gespannt, wer das bekommt. Vielleicht nicht ein anderer Mann. Nein, selbst ist die Frau, nicht wahr? Man kauft sich ja auch Sachen selbst. Deswegen, ich finde das super süß, einfach als Dekoration für die Haustür oder sowas. Finde ich einfach nicht. Schön, ja. Dann haben wir uns noch diese Vögelchen gekauft. Die gefallen mir so gut. Für den Frühling passt das doch einfach super. Also die finde ich richtig süß. Und ich war ja dann am Tag danach, am 25. März, dann noch mit meiner Familie dort und meine Schwester hat sich auch diese Vögelchen gekauft, weil sie gesagt hat, die kommen bei ihr auf den Schreibtisch in der Arbeit. Dann haben wir ein Set, welches mich sehr gefreut hat. Seit langem wieder mal ein ordentliches, ordentlich, weiß ich nicht, ich habe es noch nicht aufgebaut, aber ein ordentlich aussehendes Creator House. Das kann man auch so zusammenschieben. Ich weiß nicht, ob es spiegelt. Dann seht ihr es, dann wird es ein ganzes Haus oder man kann auch so einen hohen Wohnblock bauen oder eben auch nochmal eine Finnhütte für Arme. Schönes Set haben wir mitgenommen. Ich habe auch schon gehört, dass wenn man sich das Set zweimal kauft und dann gibt es online irgendwelche Anleitungen, dass man sich auch ein richtig cooles Haus damit bauen kann. Wir werden uns das mal anschauen und vielleicht, sonst holen wir es uns nochmal. Genau. Aber auf jeden Fall ganz cool und dann haben wir... ein Harry Potter Set noch gekauft. Genau, Rita. Ich sage ja immer,
wenn ich da kurz ausholen darf, es wird nicht zu lang dauern, dass die Sets erst rausgenommen und aufgebaut werden, wenn wir einen Haul gemacht haben. Alles. Also es darf nichts angerührt werden, bis wir nicht das Video gefilmt haben. Und ich habe mir übrigens auch andere Sachen gekauft, wie zum Beispiel eine Handtasche. Und natürlich habe ich die schon rausgenommen. Und eben ein Set wollte meine Mutter unbedingt aufbauen und das ist das Harry Potter Set Raum der Wünsche. Das neue mit diesem Feuerdrachen da, der da was da durchgeht. Und ja, das hat meine Mutter jetzt schon drüben und schon aufgemacht. Ja, weißt du, oder ich spreche nicht mit Rita, weil die versteht mich sowieso nicht. Ich höre wenigstens eure Fragen oder eure Wünsche. Ich bin der Community nah. Übrigens bin ich noch immer ein bisschen heiser, wenn ihr es hört. Ihr fragt danach, dass wir ein Haul-Video machen. Dem Wunsch komme ich sehr gerne nach. Rita eigentlich auch. Aber es war jedenfalls irgendwann schon mal, dass wir nach Hause gekommen sind, alles aufgemacht, alles aufgebaut. Ja, die Versuchung und ist so groß. dann natürlich kein Haul-Video mehr machen konnten, weil wir gar nicht mehr wussten, wo welche Teile sind und wenn die Sets dann aufgebaut sind. Sei es drum, ein paar Sachen fehlen, das ist nichts Neues. Und dann habe ich noch einen Spontankauf getätigt, meine Lieben. Ja, ich war alleine unterwegs. Rita war schon auf einem Café, glaube ich. Ich habe noch mal in den City Shop reingeschaut und mir ein Set geschnappt, welches ich schon längere Zeit mal auf der Agenda hatte, aber mir war es zu teuer, ganz ehrlich. Der Leuchtturm. Ja, ich weiß zwar nicht, ob der jetzt sofort nach Wild City kommt. Es kann auch sein, dass wir den jetzt momentan mal einlagern, was jetzt nicht heißt, dass wir ihn weiterverkaufen. Das machen wir nicht. Wir kaufen die Sets immer für den Eigenbedarf. Aber der hat mir von Anfang an sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch die Reviews gesehen. Tolles Set. Das einzige Manko, und das ist ein großes Manko, der Preis. Ja. Ich habe ihn jetzt trotzdem gekauft und wir schauen jetzt mal, ob er was taugt. Und ich finde, es ist einfach ein schönes Set. Er ist richtig schön. Ich habe ihn dann auch bei Brixie gesehen in den Videos und er ist halt doch richtig schön. Ich wusste nicht, dass Christoph den kaufen will, aber anscheinend. Ja, so jetzt geht's, glaube ich, weiter mit Lektüre für Rita. Hat sie sich offenbar gewünscht. Keine Ahnung, ich habe das nicht gewusst. Wir haben jetzt auch jede Menge Bücher im Legoland und das ist ein Lego-Figurenbuch, auch mit einer exklusiven Figur hier dabei, mit dieser Rockerin. Ja, und dürfte ich es aufmachen? Nein. Ja, jetzt darfst du es aufmachen, jetzt haben wir es hergezeigt. Ja, aber jetzt fange ich zum Lesen an. Aber gut, ich werde mir das heute Abend dann noch gönnen und mir noch durchschauen. Ja. Gut. Außerdem, ich möchte nur sagen, es ist noch immer der 26. März, wo wir das Video aufnehmen und ich habe noch immer Geburtstag und trotzdem hat Rita sehr viele Geschenke bekommen bei unserem Tag im Legoland. Und zwar 1 und, wo ist die zweite? 2. Also da sagt nochmal wer was. Handtaschen ohne Ende. Das Beste war aber, dass ich einige Damen getroffen habe, die dann auch gesagt haben, so tolle Taschen, soll ich mir die auch gönnen? Nicht so. Natürlich. Die sind einfach mega. Genau, das sind jetzt von meinen Rucksäcken quasi die Varianten der kleinen Handtaschen. Und ich finde die so toll und es ist auch richtig viel Platz eigentlich drinnen. Also da kann man echt gar nichts sagen. Die sind super und vorne auch diese separaten Fächer finde ich toll. Und ich muss ja sagen, ich habe derzeit als quasi Arbeitsrucksack den silbernen, denn der ist auch richtig gut wasserdicht. Also dadurch, dass das so ein spezielles Material ist, ist das echt cool. Mir gefallen sie auch ganz gut. Rita sieht sehr schick aus damit, sehr praktisch auch, wenn wir unterwegs sind, weil ich sie gleich sehe. Manchmal blendet es ein bisschen. Aber sonst bei Tag und auch bei Nacht. Sehr, sehr nett. Dann haben wir, da habe ich mir gedacht, weil mütige Eröffnung ist, ich habe 2 so Bänder mitgenommen. Verkehrt, oder? Könnt ihr es jetzt lesen? Einmal für Rita und einmal für mich. Das ist richtig schön. Ja, solche Schlüsselbänder. Die kommen vielleicht nach Wild City. Ich weiß nicht, ob wir die hier brauchen, aber als Andenken und Dekoration an die Bahn, mit der wir noch immer nicht gefahren sind. Ich habe schon gesagt, Rita, wir müssen noch mal ins Legoland. Ja. Und wenn es das Einzige ist, was wir da tun, ist mit dieser Maximus Achterbahn fahren. Aber war leider nicht möglich, auch am 25., weil die Wartezeit einfach zu lang war. Auch noch eine coole Sache, die wir entdeckt haben, und das gab es letztes Mal sicher noch nicht, ist diese Legoland-Münze mit dem Dino drauf. Keine Ahnung. Ich habe mir zuerst gedacht, genau, ein Olli-Coin. Ich habe mir zuerst gedacht, dass der Schokolade ist. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das so ausgesehen. Aber nein, es ist einfach
Ist das aus Plastik oder was ist das für ein Material überhaupt? Keine Ahnung. Du kannst ja mal die Figuren herzeigen und ich bin investigativ für euch am Start. Oh nein, das ist eine Metallmünze, kann ich euch gleich zeigen. Die ist auch sehr massiv und sehr groß. Muss sie ein bisschen schief halten, sonst blendet es so. Erinnert mich ein bisschen an diese Sammelmünzen, die es mal im Lego VIP Store gab mit Legoland. Und ich glaube, jetzt habt ihr den Beweis, sie ist aus. Nicht aus Schokolade. Aus Metall. Schöne Münze. 6,99 übrigens, wenn ihr sie haben wollt. Ja. Gut. Finde ich vom Preis her voll okay. Also das ist wirklich, deswegen dachte ich wahrscheinlich auch, dass es Schokolade ist. Gut. Dann denkt wieder nur ans Essen. Richtig. Dann haben wir im Minifigurenladen natürlich auch noch zugeschlagen und eines unserer Highlights definitiv sind diese Kontrabässe, wo Christoph meinte, das sind Violinen, aber nein, es sind Kontrabässe. Darf ich was sagen? Du warst ja nicht mit, aber am 25. März, am ersten Öffnungstag, war dieser Kontrabass das Thema im Figurenshop. Ich glaube, im ganzen in ganz Günzburg war das das Gesprächsthema. Ich wusste das nicht. Die waren bei zweistelligen Preisen auf Bricklink. Ich glaube, mittlerweile ist der Preis ziemlich gefallen, weil ja Leute, die zuhauf gekauft haben am ersten Tag und jetzt auf Bricklink gestellt haben. Aber das ist ein Teil, welches nur beim neuen Jazz Club vorkommt. Und wie gesagt, ich glaube, der Durchschnittspreis war vor der Legoland-Eröffnung bei 17 Euro. Wie viel er jetzt ist, weiß ich nicht. Aber das war sehr, sehr ein beliebtes Teil am ersten Tag. Da habe ich mit vielen Leuten geredet, die das gekauft haben. Was mich auf jeden Fall auch freut, ist, dass sehr viele neue Teile hier zu finden waren, auch bei den Minifiguren. Zum Beispiel der Rock von dieser ersten Figur. Ich bin ja immer ein großer Fan von den Röcken und der sieht halt richtig, richtig toll aus. Ich versuche das mal hier zu fokussieren, genau. Der ist vorne und hinten bedruckt und der ist wirklich, wirklich schön. Also das, haben sie schon toll gemacht, dass da wieder tolle Teile hier zu finden sind. Auch sehr viele neue Oberteile, wie zum Beispiel hier dieses rosane, sehr viele tolle Gesichter, die wir hier bekommen. Ich habe versucht, dass ich sie immer so drehe, dass ihr jedes einmal seht. Sehr viele Ritterteile waren auch hier zu finden, muss ich sagen. Echt super, auch diese Eistypen, einmal in rosa und einmal in Eistypen, Tüten, in rosa und in grün. Und dann gab es auch noch diese, keine Ahnung, es ist keine Ukulele, glaube ich, weil die ist ja oben nicht so schief. Eine Laute? Richtig, ja. Ich kann den Gedanken lesen von Christoph. Nein, er hat es mir schon mal erklärt und ich habe schon wieder verdrängt. An was denke ich jetzt? Ein Lego-Bau. Richtig. Und dann was jetzt? Oh mein Gott, wie nervig. Nein, ich bin froh, dass ich Christophs Gedanken nicht lesen kann, weil ich glaube, das würde ich den ganzen Tag nicht aushalten. Na gut, auf jeden Fall, diese Laute gibt es auch noch in nicht quasi so ganz normal. Hier ist auch noch ein Teil, welches du noch nicht hast, diesen Rock? Ja. Doch, den habe ich aber auf dem anderen Teller. Und dann habe ich hier diese Frisur, die hatten wir letztes Mal auch schon mitgenommen, letztes Jahr aber in einer anderen Farbe. Und ja, hier habe ich auch noch ein paar neue Oberteile hingestellt. Wie gesagt, Ritter gibt es oben und unten in der Kombination mit roten Oberteil, rote Hose, also rot-blauer Hose und den anderen mit diesen Adlern da drauf. Genau, in blau. Und sonst, diese Frisur finde ich noch richtig, richtig cool. Das ist so dieses zur Seite geworfene Haar. Dunkelrot, oder? Genau. Ja. Und das gefiel mir auch sehr, sehr gut. Und eben so ein paar Helme und Zeugs gab es auch noch und Schilder. Richtig, richtig tolle Figuren, muss ich sagen. Und dann habe ich eben noch einen zweiten Teller vorbereitet. Genau, mein Buch ist hier unten. Diesen Rock finde ich auch als Accessoire richtig cool. Und es gibt nämlich auch diese Badehosen, oder auf jeden Fall, ich nenne sie Badehosen. Und jetzt kann man ihr den so anziehen und dann, ja, es ist wie bei der Marilyn Monroe. Das gefiel mir richtig gut. Ja, man kann ja den Rock auch umgekehrt anziehen. Stimmt. Dann wird er nach oben geweht. Ich probiere das mal aus. Und auf jeden Fall gab es auch noch einige. Ja, richtig cool. Also, ja? Darf ich nur was sagen? Ich bin ja am 25. dann zum Filmen und auch so kurz mal in den Minifiguren-Shop gegangen und da war ein riesengroßer Andrang und es waren alle möglichen Leute dort. Und was ich so gesehen habe, ist, dass die Ritterteile sehr beliebt waren. Seid nicht böse, wenn ihr hingeht und
irgendein Teil nicht mehr verfügbar ist, die schauen schon, dass sie alles nachfüllen, aber natürlich, wenn die Teile mal ausverkauft sind, dann sind sie ausverkauft. Das Gesicht passt jetzt nicht dazu, ich finde das eigentlich ganz eine... Seht ihr mal, was ich für kreative Ideen habe. Ja, wenn du dich mal anstrengst, geht ja was. Genau, also... Hier wird Roggen aufgeweht, das finde ich richtig, richtig lustig. Und dann gab es eben auch noch einige Gießkannen, die finde ich auch immer super toll. Solche Oberteile, die auch eher zu den Mittelaltersets irgendwie passen. Dann ein Ritter mit einem Pinguinkopf. Die werden übrigens auch umgebaut, die Figuren bleiben nicht so, glaube ich. Nein, das ist einfach nur, wir haben uns da ein bisschen, durchgemischt. Dann gab es diese Hexenhüte mit entweder dann Tan oder Dark Tan farbenen Haaren bzw. schwarzen Haaren. Und auch von diesen Helmen mit Haar gab es eben auch verschiedene Varianten mit gelbem Helm und dunklen Haaren bzw. blauen Helm und ein bisschen helleren brünetten Haaren. Genau, also das war richtig, richtig cool. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, Christoph hat mir dann eben auch am nächsten Tag dieses Set hier mitgenommen. Das haben wir nämlich am 24. nicht bekommen. Das sind diese Blindenhunde eben, die ja auch, glaube ich, bei so einem Polizeiset vorkommen. Mhm. Genau. Richtig, gut, die sind aber aus der Fabrik, die gab es nur am 24. nicht und wir haben das nachgereicht. Ja, falls ihr Fragen habt, gerne her damit. Man darf pro Person oder pro Rechnung jetzt aktuell im Legoland 30 Figuren kaufen, also es gab ja Leute, die haben damit mehr als 100 Figuren im Säckchen die Fabrik verlassen. Jetzt ist das Limit 30 Figuren pro Person. Finde ich aber auch nicht so und das Limit ist, weil ihr ja auch extra zum Beispiel Teile kaufen könnt, wie zum Beispiel Accessoires, 10 pro Person. Mhm. Ja? Also es gab da zum Beispiel, ich habe da mit jemandem geredet, der wollte 100 Mal diese, was ist das jetzt, ein Kontrabass oder eine Geige kaufen, 10 pro Person. Dann ist Schluss. Genau. Nur damit ihr das wisst, wenn ihr mal dort seid. Finde ich aber auch nicht schlecht, weil eben, wenn man später erst ins Legoland kommt und dann sind alle Teile weg, finde ich das halt auch richtig. Also es gab ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder Herrschaften und Damen, die ja mit säckeweise Figuren das Legoland verlassen haben. Boutique haben wir noch vergessen. Richtig, ja. Und auch bei den Schildern. Ich glaube, Rita hat das gezeigt. Ich habe mir von jedem Schild eines genommen und die werden irgendwo einen coolen Platz bekommen. Und jetzt haben wir noch wir haben zuerst noch das Outlet. Da schauen wir zuerst auch noch rein, weil das ist ganz schnell erledigt. Und zwar bin ich da, weil das zu den Figuren passt, fast ein bisschen sentimental. Oh. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, wenn man in das, oder sonst schaut einfach unser Video vom letzten Jahr an, wenn man in das Minifigurenatelier hineingegangen ist, letztes Jahr war beim Eingang so eine große Eisenbahnstrecke, wo ein Zug so in Runden raufgefahren ist und dann auf der drüberen Seite wieder runter. Und den haben sie jetzt abgebaut und offenbar zerlegt und die Teile von dieser Eisenbahn sind jetzt im Outlet in diesen Wühlkisten drinnen, wo 100 Gramm, ich glaube 6,50 kosten oder so, ich weiß es jetzt nicht. Und ich habe mir da als Erinnerung, es ist vielleicht nicht das allerbilligste jetzt, die dort zu kaufen, aber ich habe mir als Erinnerung 20 Stück gerade Schienen gekauft, weil da brauchen wir nämlich noch ein paar für Newtown und auch, weil wir immer wieder Erhöhungen brauchen und so weiter. Bob Brickman hat das ja, glaube ich, auch bei seinen Bergen verbaut. Diese Stütze, die ja auch dort verbaut war, die habe ich mir ein schönes Säckchen gekauft und jetzt, glaube ich, geht es zu Ritas Boutique. Ich habe in der Boutique eingekauft, nicht für mich, aber für Tim. Und da habe ich zum Beispiel dieses Shirt hier gekauft, das ich richtig, richtig süß finde, gestreift mit diesem Banditen hier drauf, der die Geldscheine verliert. Finde ich eine richtig nette Idee. Dann habe ich ihm noch hier dieses T-Shirt mitgenommen mit Haifischen drauf und dieser Unterwasserwelt. Und ich finde die halt so toll, weil die auch richtig halt Lego-T-Shirts sind. Also wirklich mit Lego-Figuren drauf und nicht nur Ninjago. Also ich finde Ninjago auch super, aber... Letztes Jahr haben wir ja mal ein Hot Wheels T-Shirt dort gekauft. Ninjago, ja, das stimmt. Und sonst waren fast nur Ninjago-T-Shirts am Start. Genau, dann dieses T-Shirt auch noch mit dem Surfer drauf. Die sind ihm übrigens noch zu groß, aber ich dachte mir, das ist wurscht. Der Sommer kommt, oder? Genau. Und dann haben wir noch diese Jacke hier mitgenommen, also eine Regenjacke. Die hat sich hier dann schon heruntergelöst, aber es ist wurscht, die sammeln wir wieder drauf. Da gibt es ja immer diese verschiedenen Regenjacken. Ich dachte mir, in Gelb ist es halt richtig süß, weil dann sehen wir auch, wo er ist, falls er uns mal entwischt. Und sind auch qualitativ ganz gut, glaube ich. Die sind ganz gut, ja. Also da kann man, glaube ich, nichts sagen. Und dann habe ich hier noch
diese Jacke gekauft, die eine Wendejacke ist. Also es ist so eine, wie nennt man das, so eine Weste. Und ich habe jetzt den Innenteil nach außen gegeben, weil ich halt das Innenfutter um einiges cooler finde als die Außenseite. Und da sind eben diese Lego-Steine drauf, dieses Lego-Steine-Muster. Und auf das freue ich mich schon, dass ich jetzt Tim das anziehen darf und sie freigegeben ist. Jetzt darfst du sie, er schläft schon, es ist schon spät abends, aber du darfst gerne ins Schlafzimmer gehen, wo er nächtigt und ihm die anzieht. Genau. Außen würde die so aussehen. Ja, das finde ich halt fad. Und so sieht halt jede Jacke aus. Ich meine, das Lego-Zeichen ist drauf, aber das war es noch schon. Innen ist sie halt richtig cool. Die gibt es übrigens auch in rosa. Also, so cool. Wenn es die für Erwachsene gegeben hätte, würdet ihr wissen, wie ich aussehen würde. Mit Lego-Rucksack, mit allem Möglichen und dann auch noch so einer Jacke. Das wäre so cool, aber leider cool. Ja. Nur für Kids. Vielleicht kommt das noch. Ja. Wir haben alles gezeigt, meine Lieben, außer ein kleines Detail, aber es ist ja schon jetzt fast Tradition, dass wir immer was nachreichen. Wir haben Tim auch noch eine Geldtasche gekauft von Lego, aber keine Ahnung, wo die hingekommen ist. Ich weiß es nicht, weil ich mir gedacht habe, der Papa hat jetzt, gut, Tim ist erst 2, den Umgang mit Geld, dem werden wir ihn noch lehren, aber ich habe mir gedacht, er bekommt vom Papa schon mal einen Geldbörsel, wo er dann seine hart verdienten Euros aufbewahren darf. Und es ist natürlich nichts Neues, dass Rita diese Geldbörse schon wieder irgendwo versteckt hat, aber sie reicht sie mir gerade. Die sieht so aus, ist glaube ich auch aus dem großen City Shop, wenn ich mich nicht täusche. Also richtig für Kinder so zum Zumachen und hat auch drinnen alles Mögliche, auch noch ein separates Fach fürs Kleingeld mit Reißverschluss. Hier seine Ausweise und alles Mögliche. Vielleicht je Lego-Jahreskarte, wenn er die mal hat, und für die Scheine. Ich sag's euch, bei uns im Wohnzimmer sieht's aus, es kommt kein Mensch mehr durch. Also wir müssen die Steine jetzt über kurz oder lang demnächst mal nach Wild City bringen. Ich glaube, das mache ich am Wochenende mal. Ja. Und dann... Weil sonst haben wir keinen Platz mehr. Ja, natürlich, die Sets bleiben hier, die werden nach und nach aufgebaut. Die Kleidung bleibt auch hier. Ja. Aber wir haben da gut zugeschlagen. Es hat sich für uns voll ausgezahlt, dass wir da das Legoland gleich am Eröffnungswochenende besucht haben. Ja. Und wir freuen uns schon, wenn wir wieder mal dorthin kommen. Und jetzt aber als erstes wird mal gebaut, die Sachen angezogen, sich gefreut, dass wir so tolles Zeugs mit nach Hause gebracht haben. Und wie gesagt, dieses Raum der Wünsche, oder wie der heißt, den baut gerade Ritas Mutter auf. Und Bruchtal wird noch nachgeliefert. Den bekommen wir wahrscheinlich dann beim nächsten Besuch im Legoland. Also falls zufällig die Personen zuschauen, die diese Dinge herstellen, falls sie das auch bitte für Erwachsene machen, wäre sehr nett. Vielen Dank. Richtig, ja. Gut. Gibt es sonst noch was? Ich glaube, wir haben jetzt alles gezeigt. Danke auf jeden Fall für euer reges Interesse an unserem ersten Legoland-Besuch im Jahr 2023. Es waren ja insgesamt jetzt 4 Videos, die gekommen sind zum Besuch per se und jetzt noch 2 Haul-Videos. Also jede Menge Material. Danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Ja. Es war auch für uns einiges an Arbeit mit Videoschneiden und so weiter, aber wir machen das sehr gerne für euch und wir freuen uns wahnsinnig, dass jetzt eben dieser Drive, dieser Flair mit dem Legoland wieder voll in die Gänge kommt und wir können es nicht erwarten, wenn wir das nächste Mal in Günzburg an der Tür des Legolands klopfen und sagen, hallo, wir sind wieder da und dann ganz stolz unsere Jahreskarte vorweisen und wieder sie werden sich denken, einen tollen Tag verbringen. Wir sind schon wieder da. Aber gut, hoffentlich wird es bald sein, wir werden sehen und in dem Sinne macht es auch gut und vielleicht sieht man sich ja mal im Legoland oder sonst hoffentlich im nächsten Video. Vielleicht auch aus Wild City, keine Ahnung. Von dort muss auch wieder mal was kommen. Oh ja. Tschüss. Tschüss.